Wir sind die Firma Bumi, Bumi GmbH aus Scharpen, aus dem schönen Emsland. Wir vertreiben Sicherheitsartikel für Kinder und für Haustiere. Das heißt zum Beispiel Türschutzgitter, die für Kinder geeignet sind, auch für Hunde und Katzen. Unter anderem auch Kindermöbel aus Holz, zum Beispiel Tisch und 2 Stühlchen oder Tisch und Bänkchen. Und wir sind mittlerweile 18 Mitarbeiter. Damals bei mir die erste Ausbildung, die ich gemacht habe, die habe ich als Pferdewirt gemacht. Und wir hatten dort einmal in der Woche immer Reiten mit behinderten Menschen. Und da kam ich eigentlich auf die Idee, warum nicht auch bei uns im Lager Menschen mit Behinderung zu integrieren. Und so ist die Idee dann entstanden. Dann haben wir uns an das Arbeitsamt und Integrationsamt gewandt. Und dann kam auch relativ schnell unser erster Mitarbeiter mit Behinderung, der Nick Herter, bei uns ins Büro und hat sich vorgestellt. Schon eigentlich direkt nach dem Einstellungsgespräch war klar, dass wir ihn einstellen werden, dass wir das versuchen werden, ob es klappt oder nicht. Und das hat auch wirklich die erste Zeit super geklappt. Wir haben so ein paar Sachen umgestellt, dass wir Boxen zum Beispiel beschriftet haben, auch seine Sachen einfach beschriften. Wir haben viel mit ihm besprochen, was wir vielleicht für ihn besser auch machen können am Arbeitsplatz, wie wir es ihm einfacher machen können. Ich mache hier mal Holz aufbauen, also die Lerntürme aus Holz, und die Restewoche hier im Lager auch hier bei den Verbreiterungen aus Metall hier die U-Profile bekleben. Und dann lege ich das aber auf den Wagen drauf und räume das ja wohl auch in dem entsprechenden Lagerfach rein. Und das hat sehr, sehr lange gut funktioniert. Klar, am Anfang waren die Mitarbeiter, die hier schon waren, ein bisschen, oh Gott, ne, wie sollen wir denn mit dem Jungen umgehen? Hat sich aber dann auch relativ schnell erledigt. Ich habe ja vorher im Einzelhandel gearbeitet und vorher noch nie mit, ja, sag ich jetzt, behinderten Menschen zu tun gehabt. Ich muss auch sagen, ich hatte am Anfang ein bisschen Respekt davor, aber wurde mir relativ schnell genommen, weil man wird da schon gut drauf vorbereitet. Also es wird einem gesagt, wie man so mit jedem umgehen muss, und mit dem einen ist es eher anders, mit dem anderen noch wieder anders. Aber an sich habe ich da jetzt so eigentlich gar keine Probleme. Man muss nur wissen, wie man es macht, ne? Die ersten Probleme kamen ehrlich gesagt mit Corona dann wirklich, als die ersten Lockdowns kamen. Und auch dann, wo Silvester wirklich abgesagt wurde, weil der Mitarbeiter, er freut sich einfach jedes Jahr wieder auf Silvester. Und da kamen wir wirklich in Schwierigkeiten. Wir haben viel versucht, mit ihm zu sprechen, weil er wirklich hier an seinem Arbeitsplatz oder auch im Lager rumlief. Der war völlig durch den Wind, den konnte man nicht mehr angucken. Die Mitarbeiter hatten auch Angst vor ihm, weil man wusste nicht, wie man ihn greifen sollte. Und damals hatten wir halt das Problem, wir hatten für ihn keine Betreuer, keinen Ansprechpartner, wir hatten niemanden. Worauf wir dann wirklich sagen mussten, leider, dass wir ihn kündigen. Wir konnten uns einfach nicht mehr tragen. Im Endeffekt eigentlich rausgekommen ist, dass es nicht weitergegeben wurde, dass der Mitarbeiter hier beschäftigt ist, dass er eine Betreuung braucht. Ich bin Jobcoach am Arbeitsplatz. Das ist gar nicht so bekannt, dass man als Jobcoach wirklich mitarbeitet. Und Nick habe ich kennengelernt nach einem Eklat, wo klar war, so kann er hier nicht arbeiten. Und wo ich beauftragt wurde vom Landschaftsverband bzw. Integrationsamt, die gesagt haben, oh, da kann eine Kündigung passieren, beziehungsweise da ist eine Kündigung passiert. Und wir wollen es aber noch mal versuchen, auch Menschen mit Einschränkungen noch mal gut zu platzieren. Und seitdem haben wir den Herrn Nick Herter wieder eingestellt. Wir haben ein Jobcoaching, was relativ neu hier in der Umgebung ist in Niedersachsen. Das heißt, die Betreuerin kommt alle ein bis zweimal die Woche vorbei, arbeitet 1-2 Stunden, steht auch den Mitarbeitern zur Seite, wenn Fragen sind. Wie sollen wir zum Beispiel was mit ihm machen? Ich habe viel dazugelernt. Ich habe noch nie vorher mit Menschen mit Einschränkungen gearbeitet. Das ist für mich auch erstmal ganz neu gewesen. Aber es macht mir sehr viel Spaß. Und am Anfang, wir haben uns halt viel miteinander unterhalten, worauf ich bei den Jungs achten muss, weil halt jeder unterschiedlich ist.
Und ja, so habe ich mich Stück für Stück daran getastet und ja, es läuft super. Und das ist eigentlich das Schöne, was daraus entstanden ist. Seitdem haben wir 3 Mitarbeiter mit Behinderung. Alle 3 haben eine Betreuerin. Wir haben einen festen Ansprechpartner. Bumi ist hier eine ziemlich klasse Firma, die guckt, was gemacht werden kann. Waren sehr schnell sehr dankbar, dass ein Jobcoach hier vor Ort mitguckt, mitarbeitet, mitschraubt. Und hier sind so viele Arbeitsschritte zu tun, dass man immer wieder gucken muss, wie können die Arbeitsschritte gemeinsam gut funktionieren. Als ein schönes Beispiel, wo ich gesagt habe, bring doch mal eben eine Cola-Kiste bei mir ins Auto. Und dann ging die Tür zu, dann ging die Tür wieder auf. Ja, eine volle oder eine leere? Dann denkt man sich, natürlich eine volle, aber genau, nächstes Mal muss ich sagen, bring bitte eine volle Kiste Cola. Wir Jobcoaches sind vor Ort und kriegen mit, was schief läuft. Auch zum Beispiel, wenn einfach einer plötzlich auf die Schulter klopft und man merkt so, ups, geht vielleicht gar nicht. Und dann nochmal rauszufinden, auch für das Team, wie können wir miteinander gut klarkommen. Das heißt, alle lernen mit. Wir Jobcoaches arbeiten mit für eine begrenzte Zeit. Das ist wichtig. Wir haben zu Anfang eine gemeinsame Zielabsprache und dann wird zum Beispiel gesagt, es soll gelingen, dass die Smoothies gut aufgebaut werden, das Möbel gut aufgebaut wird. Und dann gibt es eine gewisse Phase des Trainings. Erstmal haben wir eine Integrationsphase, also erst eine Planungsphase mit Zielen, eine Integrationsphase, wo überhaupt erstmal Vertrauen aufgebaut werden muss. Und dann kommt noch die wichtige Phase Stabilisation. Im besten Fall sind wir ein halbes Jahr vor Ort, haben ein Stundenvolumen von 60, 80 Stunden, unterschiedlich, je nach Aufgaben und Zielen und sind dann wieder weg. Wir Jobcoaches haben dann gut gearbeitet, wenn wir überflüssig sind. Ja, ich finde diesen Job gut, weil ja auch ein angenehmes Arbeitsklima ist und die Leute auch und die Chefs sind nett und klare Struktur. Ja, es ist ja so bei leicht stressigen Situationen, aber was man ja, also wenn man wohl dafür Hilfe braucht, dann kann man wohl auch die noch dafür extra ansprechen. Die sind pünktlich, die sind sorgfältig, die freuen sich auf die Arbeit, die melden sich auch eigentlich nicht krank. Also von uns hat sich noch keiner hier krank gemeldet jetzt. Man muss dazu sagen, diese Menschen mit Behinderung, wenn die glücklich sind, würden die das Unternehmen auch nicht freiwillig wieder verlassen. Also man hätte wirklich einen Mitarbeiter für immer. Und die sind froh, dass sie zur Arbeit kommen dürfen, dass Arbeit für die vorhanden ist. Und die haben auch Spaß an der Arbeit und das jeden Tag. Und ganz viele Faktoren als Arbeitgeber, die man natürlich auch schätzt und sucht. Wir haben auch von den Ämtern hier in der Umgebung finanzielle Unterstützung im Lohn, als auch in der Anschaffung von Arbeitsmaterialien, um den Arbeitsplatz entsprechend für den Menschen mit Behinderung auszustatten, erhalten. Das war relativ einfach, mit ein paar Telefonaten und E-Mails zu klären und die Unterstützung war sehr gut. Jeder Arbeitgeber, der Jobcoaching am Arbeitsplatz kennengelernt hat, hat gesagt, boah, das ist praktisch, das ist vor Ort, ich kann sie erreichen und wir können gemeinsam was rausfinden. Auch wenn ich jetzt heutzutage angesprochen werde, wir sind ja hier relativ klein auf dem Dorf, wurde ich auch schon angesprochen, sollen wir sowas vielleicht machen? Ich sage dann immer grundsätzlich ja, aber nehmt Unterstützung dabei. Guckt, dass ihr einen Betreuer habt oder auch das Jobcoaching. Das macht es für euch einfacher und auch für den Mitarbeiter, der neu in den Betrieb kommt. Also das ist jetzt ein Faktor, wo ich auch sage, wenn wir neue Mitarbeiter einstellen mit Behinderung, nur mit Betreuung und festen Ansprechpartnern. Wir würden das definitiv wieder machen.